Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, so, es ist mal wieder soweit. Ja, ein Monat ist vergangen und ja, ihr ahnt es schon. Wir schauen uns heute wieder die aktuelle Situation oder die aktuelle Lage in Kuba an. Doch ja, bevor wir starten, noch eine Bitte. Wenn du an den Themen rund um Kuba interessiert bist, aber meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann ja, kannst du das jetzt an dieser Stelle machen. Ist für dich kostenlos, für mich eine Unterstützung, also sozusagen eine Win-Win-Situation. Okay, lass uns loslegen. Ich würde sagen, wir starten mit Raúl Castro. Dieser hat am 3.6. sein 90. Lebensjahr vollendet. Auch Raúl war und ist sehr umstritten. Einerseits als brutaler Revolutionär, der seine Gegner in ja, Massenerschießungskommandos ermorden ließ, der in den 60er Jahren verantwortlich war, auch persönlich verantwortlich sogar, für die Verfolgung von homosexuellen Menschen, und ja, andererseits aber auch dafür verantwortlich ist, dass ja, Kuba sich in den letzten Jahren immer weiter geöffnet hat. Man könnte fast sagen, alles begann mit den Annäherungen zu den USA oder zu der US-Regierung, damals unter Präsident Barack Obama. Ja. Ja, wie ich im letzten Video zur aktuellen Lage berichtet habe, ist Raúl Castro von allen Ämtern zurückgetreten. Ja, somit ist die Ära Castro auf Kuba tatsächlich für den Moment Geschichte. Es häufen sich die Meldungen, dass Condor weiter die Flüge von Frankfurt nach Eutin storniert. Man kann teilweise auf der Internetseite wohl die Flüge buchen, aber der Flug wird dann schlussendlich wohl storniert. So zumindest hört man es aus verschiedenen Bereichen. Ähm, ja. Ab Oktober soll Condor dann allerdings wieder Flüge nach Eutin anbieten. Ich werde diese Route weiter beobachten, da Condor als ja, einzige deutsche Fluggesellschaft in den Osten Kubas fliegt. Die Impfkampagne schreitet in Kuba voran, zurzeit nur in Havanna, Matanzas und ja, Santiago de Cuba. Aber schon jetzt sind 10% der Bevölkerung geimpft. Da ja, die Familie meiner Frau und auch meine Familie in der Provinz Santiago leben, haben auch diese bereits ein Impfangebot bekommen und haben auch tatsächlich bereits die erste Impfung erhalten. Anfangs gab es wohl Schwierigkeiten und ja, alles verschob sich um circa 1, 2 Wochen, da man die Impfdosen ja wohl nicht ausreichend kühl lagern konnte. Ja, doch nun läuft die Maschine. Ja, es erfolgen insgesamt 3 Impfungen in Abstand von jeweils 2 Wochen. Also ist man als kubanischer Bürger dann innerhalb eines Monats voll geimpft. Es fehlt nun ja, noch die Zulassung für die flächendeckende Impfung im Land, aber diese sollte demnächst beschlossen werden. Und ja, wie schon im letzten Video will man in Kuba bis August 70% der Bevölkerung immunisiert haben. Ja, der Countdown läuft. Der COC existiert noch einen Monat. Ab dem 1.7. Ja, wird Kuba nur noch den Peso Cubano haben. Ja, die letzten Monate haben gezeigt, dass durch die ja, Abschaffung des COCs die Inflation in die Höhe gestiegen ist. Auch hierzu habe ich bereits im letzten Video berichtet. Aber ja, die Situation hat sich noch weiter verschlechtert. Der Wechselkurs auf dem Schwarzmarkt ist nun auf, ja, ich sag mal so 70, 100 Peso für einen Dollar gestiegen. Also solche Preise werden teils bereits aufgerufen. Das hat in meinen Augen damit etwas zu tun, ja, weil die Wechselstuben keine Dollar mehr handeln können. Der Peso Cubano verliert immer mehr an Wert. Jetzt kommt meine Katze. Ja, wo waren wir? Ja, wenn die Kubaner vorher schon über den Peso gelacht haben, oh, ja, dann werden sie jetzt leider darüber weinen. Die Lage ist wirklich nicht einfach. Kommen wir zum letzten Thema. Die Einreisebestimmungen sind weiterhin unverändert. Für Pauschalreisende ein PCR-Vorabflug, dann am Flughafen in Kuba und dann geht es in sein Hotel.
oder Ihr Hotel, bis das Ergebnis dann vorliegt. Danach kann man sich dann frei bewegen. Für Individualreisende wiederum gilt auch zu dem Zeitpunkt noch der PCR-Vorabflug, dann am Flughafen in Kuba der nächste, und dann geht es in ein vom Staat zugelassenes Hotel, in dem die Quarantäne mindestens 5 Tage im Hotelzimmer erfolgt. Am 5. Tag erfolgt dann der dritte PCR, und sobald auch dieser negativ ist, darf man sich frei bewegen. Es gibt aber doch noch eine kleine Neuigkeit für Kubaner selbst, die nicht im Ausland leben, also die in Kuba leben, aber reisen. Vorher war es so, dass diese Reisenden auch 5 Tage in Quarantäne mussten, jedoch wurde hier alles vom Staat bezahlt, und diese Absonderung wurde in Schulgebäuden oder sonstige Anlagen durchgeführt. Nun ist es so, dass auch reisende Kubaner die Quarantäne im Hotel antreten müssen und diese dann auch selbst bezahlen müssen. Der Unterschied jedoch zu den Touristen ist, dass die Kubaner mindestens 7 Tage im Hotel in Quarantäne bleiben müssen. Okay, das soll es mal wieder sein. Abonniere meinen Kanal, ja, wenn du es noch nicht getan hast, und lass mir auch einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ein Kommentar wäre auch nicht verkehrt. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Video am nächsten Sonntag. Bis dahin, Saludos, ciao.